Das ist der Bosch Performance Line in einem Stevens-Fahrrad. Wenn man es so sieht, denkt man, naja, was mag es denn kosten? Es ist ein namhafter Hersteller, es hat eine ordentliche Schwalbebereifung drauf, es hat einen Bosch-Motor mit drin und Bosch Performance Line-Motor sogar mit drin. Ja, die Frage aller Fragen ist, bekommt man noch für 2.799 ein solches Fahrrad im Jahr 2023? Grüß dich, Lucien. Hi Sven. Grüß Ja, dich, man bekommt Tobi. es. Jetzt die Antwort. Ja, man bekommt es. Ja, man bekommt es. Was, ich sag mal, muss ich denn Abstriche machen, wenn ich jetzt für 2.799 ein ordentliches Hardtail haben möchte? Und ich bin jetzt nicht der, ich sag mal, super Downhiller oder Single-Trail-Fahrer mit allem drum und dran. Kann ich hiermit was anfangen mit dem Fahrrad? Da wirst du definitiv was mit anfangen können. Es ist ein richtiges Mountainbike, das ist auch fürs Gelände gedacht. Du hast hier keine großen Abstriche. Du hast hydraulische Scheibenbremsen von Shimano, wie du sie kennst. Du hast einen absoluten Mountainbike-Motor verbaut. Das ist ja schon angesprochen. Der Performance Line 65 Newtonmeter. Das war eigentlich lange Zeit der Mountainbike-Motor schlechthin. Jetzt ist der CX rausgekommen, der nochmal 20 Newtonmeter drauflegt. Aber wenn du wirklich mal ein bisschen sportlich unterwegs sein willst, mit dem Rad kannst du das machen. Ja, wir haben einen Sportfahrer hier dabei, muss ich sagen, der professionell Fahrrad fährt in der Glockenstraße, nämlich für uns in Kaiserslautern. Der wird das Fahrrad gleich mal ausprobieren. Es hat eine tolle Bereifung, 29 Zoll. Genau, 29 Zoll, Smart SEM-Reifen. Also durchaus Mountainbike-Reifen, aber mit dem Mittelsteg, den kannst du auch mal noch auf der Straße fahren. So, also eine Mischung, damit kann ich dann auch mal ins Gelände, in den Wald und so weiter. Du sagst, der Motor ist so kraftvoll, dass ich damit jeden Berg packe, auch in Verbindung natürlich mit dieser XT-ähnlichen Deore-Schaltung, die ja kompatibel ist sogar. Also hier haben wir eine 10-Gang Deore verbaut, würde ich sagen, obere Mittelklasse im Mountainbike-Bereich eigentlich nach wie vor so ein bisschen das Nonplusultra. Ist präzise, ist solide, da kannst du im Gelände nichts verkehrt machen. Genau. So, es ist ein Alurahmen mit drin. Das, ich sag mal, Besondere dabei ist die Optik. Du hast eine Integration des Akkus, der ja, ich glaube, ein Standard-Akku ist hier mit drin. Das hat riesen Vorteile. Die gibt es so oder so ähnlich schon seit 500 Jahren bei Bosch. Wenn du mir das mal kurz zeigst, wie das gemacht ist, weil er sieht aus wie ein Intube. Er ist so halb integriert, oder? Genau, Teilintegration haben wir hier. Also wir haben keinen Akku, der im Unterrohr drin sitzt, sondern wir haben das klassische Powerpack, das halt in dieser Mulde hier eingearbeitet ist. Und du sagst, es gibt keinen Akku, der leichter zu entnehmen ist als dieses Powerpack. Also für Leute, die oft mal den Akku wechseln müssen, das ist ein Traum. Also du kommst da sehr gut ran. Genau, du kommst wunderbar von oben dran, hast dann auch den Griff, wie wir den vom Powerpack halt eben kennen. Und der sitzt trotzdem super sicher hier oben drin. So, das heißt, ich habe den ganz normalen Powerpack, der sich extrem leicht entnehmen lässt. Wer also weiß, wie fummelig manchmal die Intube-Akkus von unten rausgefummelt werden müssen, das hast du hier gar nicht. Und der hat 500 Wattstunden. Genau, der hat 500 Wattstunden, da klappert auch nichts. Also die Klappe sitzt oben schön bündig auf. Da haben wir ja oft das Problem beim Intube schon gehabt, dass dann auf der Tour es dann unten irgendwie unangenehm klappert. Hier ist das alles super fest. So, hier sieht man, das ist das Hafentor von Shanghai. Das Ganze kommt ja aus Fernost und nee, ich glaube, bei Steven ist es anders, oder? Genau, Hamburg haben wir da gesehen, symbolisiert, wie wir es noch vom Stadtwappen können. Ja, Stevens hat den Sitz in Hamburg, ist ein familiengeführtes Unternehmen und da sind die Wege ziemlich kurz, also da kennt man sich dann auch. Ja, es ist das Display dabei für Mountainbikes, das Purion. Tut, was es soll, zeigt an die Batteriekapazität, die Geschwindigkeit und die Leistungsstufe. Was willst du noch mehr? Kilometer, glaube ich, noch ein bisschen. Genau, also die Restreichweite, die Tageskilometer, Gesamtkilometer, also eigentlich alles, was du so brauchst. Da nichts mehr, aber so die Basisdaten, die hast du. So, und dann kann man das natürlich prima aufrüsten. Wir haben ja hier ein Hardtail. Du kannst zum Beispiel hier Gepäckträger dran machen. Du kannst ein Schutzblech kannst du dran machen. All das geht hier problemlos. Ist eigentlich auch ein tolles Tourenbike. Licht kann man nachrüsten. Ja, das können wir alles in der Werkstatt machen, das ist kein Problem. Macht das Rad dann auch nochmal alltagsdienlicher. Es ist an sich schon relativ gut von den Einsatzzwecken her,
Aber wenn man natürlich noch ein paar Bleche, man kann auch so Steckbleche Ja, von es gibt mir jetzt dran machen. Ne? SKS-Steckbleche, aber du kannst sie auch richtig fest dran machen. Du kannst das Licht auch fest verbinden mit dem Akku. Vorne wie hinten, das geht. Ja? Genau, das empfehlen wir tatsächlich auch, gerade wenn das Rad dann halt im Alltag genutzt wird, da bist du ja oft Das Aufladen immer mit USB und das macht doch kein Mensch, oder? ja, das nervt. Dann lieber einmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, was Richtiges verbauen lassen. So, das heißt also, ich kann im Herbst ordentlich das Bike auch noch aufrüsten, wenn ich das will. Ich habe eigentlich hier für das Geld 2.699, das ist ein Massenprodukt, davon habt ihr viele eingekauft. Ja. Da haben wir natürlich viel eingekauft. Das ist ein sehr konsumiges Rad, super Preis, super Ausstattung, kann man nichts verkehrt machen. So, von einem Markenhersteller. Wir zeigen mal gerade die blaue Variante, bei dem natürlich Lucien gesagt hat, das ist die schönere. Ich habe gesagt, lass uns mal die schwarze zeigen, weil schwarz ist ja gerade in dem Matt extrem im Trend. Und dieser, ich sag mal, Halb-In-Tube-Akku, der hier mit drin ist, der hier integriert ist über die Klappe, der mit drin ist natürlich beim Schwarz, fällt er nicht so auf. Hier fällt er auf. Ein paar Details noch. Ja, ich finde es halt echt cool, wie in dem Rahmen hier dieses hochgeprägte Stevens raussticht. Ne? Das sind so ein paar Kleinigkeiten, wo ich ganz nett finde noch. Vielleicht sieht man das ja auf der Kamera. Und ja, ich meine, wo kriegst du heute noch ein Rad für unter 2,8 mit der Ausstattung, wo halt extrem, das ist auch ein Punkt, das ist ein Geheimtipp, das Rad. Nicht nur vom Preis her, sondern auch, du hast ein Rad, was ich habe es gewogen auf der Waage, unter 22 Kilo wiegt. Und du hast trotzdem einen vollwertigen, starken Motor. In den Zeiten, wo ja viel jetzt auf 35, 50 Newtonmeter gegangen wird, mit Light Assist MTBs, ist das hier Rad zwar ein bisschen, klar, es ist halt schwerer wie so ein Light Assist Bike, aber es ist halt trotzdem für das, dass es hier vollwertiges E-Bike ist, mit 21,9 Kilo echt gut. Ne? Das muss man auch so sehen. Ne? Die Farbe heißt, was ist? Das andere war irgendwie schwarz matt und das hier ist Blau. Komm, wir nennen es blau. Petrol. Arctic Petrol. Ja. So, cool. Du darfst mal fahren. Haben wir irgendwo ein Preisschild, was ich abfilmen kann? Da vorne? Kannst du ganz gut. Also hier sind wir 2.799 und das Fahrrad heißt E-Tremalzo 29 Zoll. Ja, den Tremalzo, den kennst du ja. Nee, wer ist denn das? Ja, das ist ein Berg am Gardasee. Der ist Der jetzt gute alte Tremalzo. genau, Tremalzo-Pass, legendärer Pass und selbst da kannst du mit dem Rad gut fahren. Ich denke immer, wie kommen die auf die Namen? Jetzt weiß ich es. Also die Felge ist auch dabei, oder? Ja. Und die Reifen, haben wir schon drüber gesprochen, sind auch beide dabei. Also ist full ausgestattet. Pedale sind dabei. Pedale sind dabei, man muss eigentlich nichts mehr großartig reinstecken. Ladegerät auch. Ladegerät sogar Ja, dabei. ist ja heute bei Handys nicht mehr dabei, Ladegerät, oder? Ja, meine Vermutung ist, das wird es sogar irgendwann noch bei den E-Bikes immer mehr und mehr geben. Also ich kenne schon ein, zwei Hersteller, die fangen damit jetzt schon an. Aber gut, es gibt halt auch jetzt viele Leute, die haben ein Zweit-E-Bike. Stand letztens, glaube ich, auch sogar nochmal irgendwo in Medien. So, der Trend geht zum Zweit-E-Bike. Genau. Oder du hast halt auch Leute, die ihr altes E-Bike in Rente schicken, dann haben sie noch das Ladegerät übrig. Ja gut, ich habe jetzt zum Beispiel mal, ich habe von Yamaha habe ich jetzt 3 Ladegeräte und 3 E-Bikes. Also das ist im Moment, aber gut. Fahr mal. Ja, wieder mal die übliche Glockenstraßenstrecke in Kaiserslautern. Die Nachbarn, die mit ähnlich schnellen Gefährten unterwegs sind, hier gegenüber sieht man es ja, die freuen sich schon immer wieder, dass er die Höchstgeschwindigkeit hier leicht überschreitet. Aber du sagst, der Performance Line, der geht auch richtig schön, oder? Ja, das So, gib mal Gas. werden wir jetzt sehen, das ist halt immer noch ein Mountainbike-Motor. Wir Deutschen, wir neigen ja dazu, immer so ein bisschen übermotorisiert unterwegs zu sein, auch wenn wir es gar nicht benutzen. Und wenn man ganz ehrlich ist, viele, die einen CX fahren, fahren dann doch einen Eco und Tour durch die Gegend, weil er halt einfach brachial stark ist. Ne? Und dann habe ich eine riesen Reichweite. Also die 65 per se sind ja kein Nachteil. Viele konfigurieren sich auch den CX sogar runter auf 75 ganz bewusst, damit sie mehr Reichweite haben. Ja, klar, du wirst definitiv viel weniger Batterie ziehen und er ist halt auch leiser. Ne? Geht schon. Du hörst ihn gar nicht. Also der Motor, Super leise und der verbraucht auch nichts. Ne? Also wie verbraucht? Was verbraucht er denn? ja, weniger wie der CX, weil er ja auch weniger Power hat. Ne? Strom meinst du? Ja. Okay. So, ich zeig's mal. Also, eine Tankfüllung hält denn ungefähr, was denkst du, wenn ich es drauf ankommen lasse, im Eco-Modus? 70 drin? Mit meinen 75 Kilometer komme ich im Eco-Modus tatsächlich 70, 80, 90 Kilometer. Also das ist dann CX, der alte CX, ne? Der mit den 75 Minuten. Aber Performance Line. Also leise, die gute alte Bosch-Qualität, dann die Akkus, Standard-Akku mit drin. Ja, Die sehr Farbe, leicht, ne? ist der gleiche Preis, die Farbe? ja, gleicher Preis. So, 31. Januar 2023, wenn ihr
euch ein kleines Weihnachtsgeschenk verspätet machen wollt, dann kauft euch das E-Tremalzo von Stevens, natürlich nur in Kaiserslautern bei Tobi und Lucien. Und die beiden sind professionell mit dem Verkauf von Bikes beschäftigt. Ja. Ihr seid beide die Geschäftsführung von Konrad Green Bikes. Drehe ich mal um. Jetzt habt ihr neue bestickte, bitte mal gerade zuppeln. Ja genau, so ist gut. Konrad Green Bikes in Kaiserslautern in der Glockenstraße. Da sind wir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.